Das ein oder andere Mandarin Oriental Hotel habe ich euch in meinen Videos bereits vorgestellt. Und man muss sagen, diese Luxus-Hotelkette aus Hongkong steht für puren Luxus, preisgekrönte Spa-Bereiche und vor allem eins: Expansion. Bis 2033 will die Brand ihr Portfolio von über 40 Hotels weltweit verdoppeln. In diesem Zuge wurde auch das Mandarin Oriental Bosporus 2021 eröffnet. Laut vieler Berichte ist das sogar vielleicht das beste Hotel in ganz Istanbul. Aber kann sich ein Aufenthalt bei dem Preis überhaupt lohnen? Das schauen wir uns heute an. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Let's go! Und damit, jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen aus, ja, man erkennt es eigentlich gar nicht so wirklich, ne? Ich befinde mich hier gerade in Istanbul, genauer gesagt in Beşiktaş, Stadtteil Beşiktaş auf der europäischen Seite. Heute Nacht hier angekommen, um 4:30 morgens. Es war wirklich Ausnahmezustand. Diese Straße hier ist voll mit Clubs anscheinend und wir standen einfach eine halbe Stunde im Stau, es ging gar nicht, und sind dann die letzten 800 Meter zu Fuß gegangen zu unserem Hotel, nämlich dem Mandarin Oriental hier in Istanbul. Ihr seht es da hinter mir eingezäunt, eine ziemlich große Anlage. Ich habe das schon ziemlich lange auf meiner Liste, auch mal nach Istanbul zu reisen für geile Hotels. Wir waren ja letztes Jahr einmal hier in der Türkei in so einem All-Inclusive Pauschalreisen-Ding. Das war schon richtig geil und ich weiß auch, dass viele an der Türkei generell interessiert sind. Und deswegen habe ich mir jetzt hier mal 2 Hotels rausgesucht. Einmal unbedingt das hier und wir sind dann auch noch im Ritz-Carlton. Ich muss gerade erstmal wieder so ein bisschen reinkommen, weil ich habe jetzt tatsächlich, ich glaube, 4 Wochen mindestens für den Hauptkanal hier keine Videos gedreht. So eine lange Pause hier gab es, glaube ich, noch nie. Deswegen fühlt es sich gerade noch ein bisschen ungewohnt an. Aber wir kommen jetzt rein. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Neue Energie. Und wir schauen jetzt erstmal, dass wir hier von der Straße wegkommen, weil die ist ganz schön laut. Und wir gehen mal rein in den Laden. Der ist wirklich traumhaft schön. Let's go. Da hinten ist auch direkt dann die Bosporus-Brücke, die dann ja auch den europäischen Teil und den asiatischen Teil miteinander verbindet. So, jetzt müssen wir hier noch einmal über die Straße. Und hier seht ihr dann auch die Anlage. Mandarin Oriental, das ist mittlerweile, glaube ich, mein 8. Mandarin Hotel, wo ich mal war. Und ich bin schon Fan, das kann man eigentlich nicht anders sagen. Also die sind schon echt gut. Und ich glaube, das hier in Istanbul könnte vielleicht das Beste sein, wo ich bis jetzt war. So, hier muss man drauf drücken. La la la. So. Schaut mal hier. Das ist mal ein Eingang, ne? Schon schön. Gehen wir mal hier die Treppe runter. Ist gefühlt auch so ein bisschen Hochsicherheitstrakt. Also hier sind so viele Kameras. Gleich gibt es auch einmal wie am Flughafen Security-Check. Das ist aber generell, glaube ich, in der Türkei. Das ist so ein bisschen wie in China. Da war das ja auch überall so. Wow. Aber echt unglaublich, ne? Also von der Straße, wenn man da an der Straße steht, rechnet man gar nicht mit sowas. Das Mandarin Oriental Bosporus in Istanbul wurde im August 2021 eröffnet und zählt mit 100 Zimmern und Suiten zu den exklusivsten Luxushotels der Stadt. Direkt am Bosporus gelegen verfügt es über rund 200 Meter private Uferpromenade, mehrere Spitzenrestaurants wie das Novikov, einen großzügigen Spa-Bereich mit Innen- und Außenpool sowie schön angelegte Gärten. Besonders ist die ruhige Hotelatmosphäre mitten in der Millionenmetropole Istanbul. Je nach Saison beginnen die Preise meist bei etwa 700, geht allerdings auch hoch bis zu über 1000 Euro pro Nacht. Suiten und Zimmer mit Ausblick sind nochmal deutlich teurer. Schauen wir uns den Bums mal an. So Leute, ich bin drin. Das hier ist die Lobby. Ja, es ist wirklich ziemlich groß. Hier gibt es ein paar Shoppingmöglichkeiten natürlich. Lalala. Hier das Novikov, das ist eins der Restaurants. Ich habe jetzt gerade genau bevor ich angefangen habe zu filmen auch schon was gegessen. Marie ist übrigens auch dabei, die ist aber gerade auf dem Zimmer. Und ich wollte die Chance jetzt mal nutzen, hier wenigstens mal dort Videos zu starten. Aha. Super. Und da sind wir auch schon mittendrin. Es ist ein bisschen auf jeden Fall eine ruhige Oase mitten in Istanbul. Schaut mal, da kommt wieder die Yacht. Vielleicht kommen neue Gäste oder werden abgeholt, weil man kann hier tatsächlich auch mit dem Boot hinfahren. Die haben hier so einen Anleger. Bevor wir jetzt das Preis hier klären, also ich muss sagen, Luxushotels in Istanbul, das ist mal eine Ansage. Die Stadt ist natürlich super vielfältig, also man kann irgendwelche Sachen recht günstig bekommen. Du kannst allerdings auch bis ins Unermessliche gehen, wenn du richtig was erleben willst. Also eine sehr preiskomplexe Stadt, falls man das verstehen kann. Ich sage euch auch sofort, was ich bezahlt habe. Wir kommen allerdings erstmal schnell zum Sponsor des heutigen Videos. Und das ist natürlich mal wieder Airalo. Ihr kennt es mittlerweile alle Leute. Der größte Online-eSIM-Anbieter. eSIMs für fast jedes Land der Welt. Könnt ihr euch da kaufen, wenn die nächste Reise ansteht. Das heißt, wir haben hier natürlich wieder die Standardpakete. 3 GB gibt es für 6 Euro, 5 GB gibt es für 8,50 Euro, 10 GB für 13,50 Euro. Oder hier auch wieder spannend sind die Unbegrenztpässe. Unbegrenztes Internet für bis zu 30 Tage. Mit allerdings maximalem Verbrauch von 3 GB. Danach wird es gedrosselt. Wenn ihr jetzt beispielsweise in die Türkei reisen solltet, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, vielleicht auch mal zum All-Inclusive
Urlaub, das hat mir ja letztes Jahr so gut gefallen, müsst ihr euch die eSIM auf jeden Fall schon in Deutschland kaufen und auch dort schon installieren, denn aufgrund türkischer Richtlinien ist eine Installation dann in der Türkei oft nicht möglich und das wäre ja dann blöd. Sorry? Ah, yeah, sure. Sure. Ja, ja. Moment, ich musste einmal kurz hier von der Treppe weichen, damit die Damen hier ein paar Fotos machen konnten. Checkt auf jeden Fall Airolo ab für eSIMs überall auf der Welt, wie gerade gesagt. Nutzt auch meinen Code AlexV, damit gibt es dann 2,50 € Rabatt auf eure erste eSIM. Vielen Dank fürs Sponsern des Videos und wir schauen uns jetzt hier mal weiter das Hotel an. Ich gehe gerade die Treppe hoch, weil ich dachte, hier kommt irgendwas, aber nee, dem ist nicht so. Aber trotzdem eine schöne Treppe. So, wir gehen runter und ich zeige euch einmal den Bosporus. Ach nee, wir wollten das Preisliche noch eben klären. Ich habe tatsächlich lange überlegt, das Four Seasons stand auch zur Auswahl, das sich mal anzuschauen in Istanbul. Dann ist es jetzt aber doch das Mandarin geworden. Insgesamt 2.179 € für 3 Nächte. Ich habe über Sweet Spot gebucht, da gibt es dann die dritte Nacht quasi umsonst. Und wir haben jetzt wirklich ein traumhaftes Zimmer bekommen mit Blick hier zum Bosporus. Dieses Zimmer ist eigentlich wirklich viel teurer, also ich denke mal, das kostet so mindestens 1,4 die Nacht. Also für mich jetzt echt ein guter Deal. Natürlich alles trotzdem super teuer, aber ich kann euch schön in Ruhe hier dieses sensationelle Hotel zeigen. Ein kleines Malheur hatten wir gerade schon, und zwar mit dem Pool, den ihr hier im Hintergrund seht. Der ist nämlich nicht für Menschen, sondern für die Möwen reserviert. Das verstehe ich auch irgendwie leider nicht so ganz, warum man hier nicht noch liegen kann, weil es wird dadurch ein bisschen eng. Und schaut mal hier. Wow. Ist das nicht ein Traum? Also wirklich filmreif, oder? Was eine Filmlocation. Das hier ist halt alles das Hotel, wie schon gesagt. Ich glaube quasi 1, 2, 3 Häuser so nebeneinander, die aber alle miteinander verbunden sind. Und hier vorne dann Restaurants, 3 Stück gibt es, glaube ich. Viele Boote fahren vorbei, man sieht die andere Seite, dort hinten ist ja dann Asien, die türkischen Flaggen überall. Also Istanbul hier am Bosporus ist eine der schönsten Städte der Welt, oder? Das ist ja echt schon sehr, sehr beeindruckend. Wir sind jetzt gerade im Restaurant, eine Kleinigkeit essen, direkt hier unten am Bosporus. Ist das schön. Da oben ist unser Zimmer, hier oben rechts. Marie sitzt da schon. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Pasta. So Leute, Essen ist da. Für mich gibt es hier die Spaghetti mit Calamari, eine Lasagne. Was will man mehr? Ja, darf ich mal probieren? Boah, sehr lecker. Ich glaube, ich habe noch nie so eine gute Lasagne gegessen. Außer die von meiner Mama. Ich bin irgendwie ein bisschen außer Übung. Ich habe jetzt irgendwie 4 Wochen nicht gefilmt. Wobei Quatsch reden kann ich ja immer ganz gut. So Leute, aufgegessen. Schauen wir uns mal den Pool an. Guck mal, hier kann man auch überall sitzen. Traumhaft. So Leute, Pool ist leider komplett belegt. Dort wird jetzt gerade noch nichts. Das ist schade, aber gut. Das ist echt ein bisschen stumpf. Also man hat hier wirklich hunderte von Sitzmöglichkeiten, von hier bis da ganz hinten durchgezogen. Und da hinten ist halt der Hauptpool, wo wir gerade waren. Der ist aber komplett voll. Da gibt es vielleicht 15 Liegen, die sind alle belegt. Und hier ist noch ein anderer Pool, aber ja, hier wäre jetzt noch ein bisschen Platz, um sich hinzulegen. Leider, ja, aber wie schade. Jetzt können wir uns nicht mal hier am Pool legen. Ich habe jetzt übrigens doch eine Liege bekommen hier am Pool, coolerweise. Zimmer zeige ich euch danach. Deswegen, ich habe hier schon einen guten Deal gemacht. Unterm Strich. Auch wenn es ehrenlos teuer ist, natürlich. Also das ist das günstigste Zimmer, was ich jetzt so gefunden habe für eine Nacht, aber da ist dann halt nicht mal Frühstück mit drin. 1.117 € mit Frühstück dann. Also echt schon wirklich ein teurer Laden hier. Lassen wir es uns mal gut gehen hier in Istanbul. Guck mal, immerhin gibt es hier einen Cheesecake umsonst. Das ist doch mal was. Ich wurde gerade angeführt. Die eine von den Damen hat mich nach meinem Instagram gefragt, habe gesagt, Girlfriend. Also Istanbul ist halt wirklich so ein bisschen Stadt der Gegensätze. Man kann echt günstig essen gehen, man kann es aber auch richtig teuer haben, wie halt jetzt hier in diesen Hotels. Eine einfache Margarita-Pizza kostet so einfach mal knapp 30 € umgerechnet. Also die Hotelpreise sind in Richtung London, Dubai zur Hauptsaison schon krass. Ich gehe jetzt erstmal schwimmen. So, jetzt geht es erstmal hier in den Pool. Also das ist wirklich auch traumhaft, die Anlage. Ne? Schaut mal. Hier sind die Hotelzimmer und hier ist der Pool. Wow. Schauen wir uns mal das Wasser an. Do not dive, no diving. Oh, jetzt seid ihr ein bisschen nass geworden. Herrlich, traumhaft. Marie, kannst du einmal mein Handy nehmen? Vorsicht, fangen. Schaffst du das? Fangen? Hier befindet sich jetzt noch der Cake Shop, beziehungsweise ja doch, Cake Shop heißt das. Und jetzt gehen wir mal hoch und ich zeige euch unser Zimmer. Und zwar gehen wir einmal hier rum. Hier befinden sich dann die Aufzüge. Und
Zack, da vorne Reception, habt ihr glaube ich schon gesehen. Du musst einmal die Karte hier unten dran halten. Es gibt insgesamt sogar 3 Stockwerke, wobei Zimmer eigentlich nur bis auf die 2. Etage gehen. Was ist denn auf der dritten? Auf der 3. ist Dachboden. Und hier haben wir dann den Flur, sehr, sehr schön wirklich. Also die Mandarin Hotels sind ja immer sehr, sehr detailreich. Auch gerade das in Shenzhen, da war ich ja zuletzt, in China. Das ist schon alles vom Feinsten. Und hier gefällt mir das auch soweit echt gut. Wobei ich sagen muss, hier diese braunen Wände ist nicht mein Geschmack. Das sieht so ein bisschen altbacken aus, finde ich. Aber sonst alles top. Und hier rein geht's dann jetzt zu unserem Zimmer. Und zwar haben wir hier die 116. Ja, hier hältst du die Karte dran und dann kann man die Tür aufschieben. Und damit herzlich willkommen im Zimmer. Ja, wir haben jetzt leider nicht mehr den komplett clean Look, wobei ich glaube, ich habe eine Aufnahme gemacht noch gestern Nacht. Wir sind halt wirklich mitten in der Nacht hier angekommen. Ich war auch todmüde. Unser Flug hatte mies Verspätung. Dann hat der Transfer vom Flughafen hierhin auch nicht so gut geklappt. Normalerweise dauert das so 40 Minuten, würde ich mal schätzen, aber aufgrund dieses riesigen Staus waren wir 1,5 Stunden da drin. Egal, was aber trotzdem super ist, ich habe ja das zweitgünstigste Zimmer gebucht und wir haben jetzt nochmal ein Upgrade bekommen in dieses Zimmer. Das ist ein Mandarin Bosporus Zimmer mit King-Size-Bett, haben hier 54 Quadratmeter und wenn man dieses Zimmer halt direkt bucht, da zahlst du eigentlich so mindestens 1,2 mit Frühstück locker, also schon wirklich extrem teuer. So sieht die Zimmerkarte aus, das finde ich echt immer richtig schön. Die verschiedenen Mandarin-Hotels haben ja alle so andere Fächer und die sind dann auch jeweils immer hier drauf abgedruckt. Hier stehen noch ein paar Infos dazu. Jetzt habe ich euch genug auf die Folter gespannt und ich muss auf jeden Fall direkt mal sagen, es ist ein wunderschönes Zimmer, aber es ist auch wunderschön teuer. Also ich wiederhole mich langsam, aber ich hätte niemals gedacht, dass die Luxushotellerie in Istanbul so teuer ist. Also schon echt krass. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier im Badezimmer. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr so super clean. Vor allem, ich bin ja auch nicht alleine unterwegs, sonst wäre es jetzt wahrscheinlich noch deutlich cleaner. Aber was steht hier denn alles rum? Mein Lieber, was die Mädels immer alles dabei haben, ne? 1, 2, das ist Wahnsinn. Von mir ist nur die hier. Wirklich ein wunderschönes Badezimmer. Wir haben hier 2 Spiegel und auf der anderen Seite haben wir auch nochmal einen riesigen Spiegel. Hallo? Dann haben wir hier unten die Badewanne. Hier dann diese Dinger, die nehme ich ja mal mit. Showergel, riecht super. Von Philosikos. Die haben auch tolle Cremen. Immer mitnehmen, wenn man sich da mal sowas gönnt. Seife und hier hast du noch einen Badeschwamm. Ja. Hier ist dann diese Creme, von der ich gesprochen habe. Wirklich eine super Bodylotion. Hier haben wir, glaube ich, noch Ohrstöpsel, also hier zum Ohren sauber machen. Oh, und hier geht es noch weiter, schaut mal. Dental Kit, alles, was man braucht, ne? Genau, und hier geht es dann einmal in die Toilette. Ne? Schöne Toilette mit der Optik hier, das gefällt mir gut. Das ist ja jetzt wirklich echter Marmor, ne? Wobei man hier auch durchgucken kann, schaut mal. Also wenn man da jetzt auf der Toilette sitzt, kann man sich halt gegenseitig beobachten. Und hier dann noch die Rainforest Dusche mit Sitzmöglichkeit. Kannst dich hinsetzen und dann schön entspannt duschen. Ich mach's ja mal einmal an. Geile Dusche. Dann haben wir hier noch die Bademäntel, auch immer hier schön mit dem Logo drauf. Wirklich tolle Qualität, genauso wie übrigens die Schlappen, die ich hier anhabe. Schaut mal hier, die sind mir jetzt gerade zwar ein bisschen klein, aber das sind richtig geile Schlappen. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Super bequem, auch ein schönes Andenken. Ja, so viel zum Badezimmer. Unten liegen noch Handtücher. Ich glaube, das Wichtigste habe ich euch jetzt eigentlich gezeigt. Highlight ist definitiv der Balkon. Also wenn man jetzt hier in dieses Hotel kommt, so viel Geld ausgibt und dann aber nicht mal den Bosporus sehen kann, finde ich es komplett sinnlos, weil die Zimmer sind ja trotzdem teuer. Klar, sie sind auch schön und so, aber so viel Geld dann zu bezahlen und nicht mal halt einen schönen Ausblick zu haben. Ich denke mal, da gibt es dann bessere Lösungen in Istanbul. Ab übermorgen sind wir im Ritz-Carlton. Das hat einen Bruchteil von dem hier gekostet. Also, und ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch echt gut. Aber mal schauen. So, hier geht es dann raus, wieder in die Eingangshalle. Den Spiegel hatten wir eben schon, oder? Glaube ich. Ne? Guck mal hier, zack. Kannst du zumachen. Ach, warte mal. Was ich euch auch noch nicht gezeigt habe. So, hier könnt ihr schon mal einmal das Zimmer sehen. Wie geht das denn hier? Hier kannst du diese Tür auch noch aufschieben. Und dann hat man hier so einen richtig offenen Bereich zwischen Zimmer und Badezimmer und kann irgendwie miteinander quatschen oder einfach... Sieht ja auch schön aus, ne? Ich filme euch einfach mal hier eben die Panoramasicht. So sieht das aus. Und hier ist dann der Balkon. Komm, können wir eigentlich damit einmal starten, oder? So. Hallo. Hallo. Ich wollte einmal kurz hier den Balkon zeigen. Leute, und schaut euch das mal an. Das ist doch wirklich traumhaft. Auch gerade abends, wenn hier die Sonne untergeht, bin ich mir sicher, das ist einfach magisch. Hier unten sind ja dann die Restaurants, die Bar, hier links der Pool.
Da hinten ist auch noch ein weiterer Pool, das werdet ihr gleich noch sehen, wobei der irgendwie kaputt ist. Und hier hat man dann halt die ganzen Zimmer mit Bosporus View. Insgesamt gibt es ja 3 von diesen, ich sag mal, einzelnen Häusern, die dann alle so einen kleinen Innenhof haben. Da ist der Pool, hier ist jetzt einfach so ein bisschen Garten mit Bar und da hinten ist dann auch nochmal irgendwie Restaurant mit Bar oder so. Und die Zimmer dann halt alle zum Fluss hin. Aber es gibt, wie gesagt, auch Zimmer, die nach hinten rausgehen zur Straße. Macht halt keinen Sinn, da dann 800 € zu bezahlen, oder? Aber gut, man muss definitiv sagen, es ist ein himmlischer Ort. Ein Paradies, eine ruhige Oase mitten in Istanbul, in dieser so großen und auch lauten Stadt. Das ist schon geil und auch mit diesem tollen Fluss. Also ich habe selten so einen klaren, schönen Fluss gesehen irgendwo auf der Welt. Hier kannst du dann auf dem Balkon sitzen, der auch echt geräumig ist, ein Bierchen trinken, einen Kaffee trinken. Man hat natürlich auch Nachbarn, die man direkt vor der Nase hat. Aber bis jetzt hatten wir hier eigentlich immer unsere Ruhe. Und jetzt schauen wir uns mal noch das Zimmer an. Hier muss ich auch direkt schon mal beichten, das habe ich leider schon geplündert. Es gab hier so ein paar Snacks, ein bisschen Früchte, auch eine Karte mit Willkommensgruß. Ich glaube, das habe ich aber auch gefilmt, das kippen wir einmal kurz hin. Probieren wir mal ein bisschen Baklava. Einmal Baklava. Sehr gutes Baklava. Auch wenn ich das eigentlich nicht so gerne esse, weil das ist mir zu süß. Was haben wir hier? Das ist auch irgendwie so eine türkische Süßigkeit, ne? So ein Gelee-artiges Biereck. Boah, das ist mir zu süß. Puh. Obst gab es auch noch. Hier haben wir noch 2 verschiedene Teesorten, ein paar Blumen, Sprudelwasser. Dear Mr. Alex, welcome to Mandarin Oriental Bosporus Istanbul. We wish you a pleasant stay with us. Gürkan Yelchenki, Hotelmanager. Vielen Dank. So, welcome back. Und ja, hier haben wir halt dann noch ein paar Schränke. Das ist einfach logischerweise ein normaler Schrank. Hier kannst du deine Sachen verstauen. Steht jetzt gerade ein Koffer drin. Hier haben wir Laundry. Oh Gott. Mondpreise auch hier. Für ein Shirt, Dry Cleaning, 22 €. Also ich bin mir sicher, aber gut, das ist jetzt nicht nur in der Türkei so, wenn man hier irgendwo auf der Straße sich eine Laundry sucht, zahlst du wahrscheinlich nicht mal 10% von diesem Preis. Was haben wir hier noch drin? Einmal Safe und ein paar Schubladen. Ja, ganz nett. Hier ist dann die Minibar. Als ich heute Nacht hier reinkam, meinte der irgendwas mit Complimentary, aber ich habe eben nochmal nachgefragt. Also das Einzige, was hier Complimentary ist das Wasser und der Kaffee. Genau, dieser Bereich ist Complimentary. Ist aber ganz nett. So, hier Kaffee, Tee, bam. Alles, was man braucht. Schöne Minibar, gefällt mir gut. Hier hast du dann Cola Zero. Cola Zero Index checken wir mal kurz aus. Ich bin gespannt, was kostet eine Cola Zero 250 Milliliter? Wo haben wir denn jetzt hier die Menükarte? Ah, hier. Welcome to Unique Dining Experience. Ja, unique teuer. Cola Zero Index. Ich bin gespannt. Ich tippe mal auf 9 €. Die haben die Menükarte nicht mal in Lira, sondern direkt in Euro. Cola Zero 10 €. Ja, für diese kleine 250 Milliliter Cola Zero, Wahnsinn. Also, wir haben hier einen Red Bull Sugar Free. 13 €. Also hier werde ich auf jeden Fall nichts anrühren. Naja, immerhin ist das Wasser umsonst. Dann haben wir hier einen schönen Flatscreen. Das ist auch cool. Warte, ich zeige es euch einmal. Kann natürlich auch nerven, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob man das auch ausstellen kann. Hier gibt es auch deutsche Sender, ZDF und sowas. Und wenn man jetzt dann Fernsehen schaut, ist wirklich das ganze Zimmer akustisch mit integriert. Hier im Badezimmer hast du Sound und das ist auch ganz cool, wenn man einfach mal ein bisschen Musik hören möchte. Ansonsten muss ich sagen, also ich finde das Zimmer definitiv super schön, aber es ist auf keinen Fall eins der schönsten Zimmer, wo ich jetzt war. Das ist vielleicht auch einfach ein bisschen persönlicher Geschmack. Marie sagt zum Beispiel, das ist das schönste Zimmer, wo sie jetzt war, aber sie war ja auch nicht in jedem Hotel dabei, wo sie bis jetzt war, sorry. Kann man sich drüber streiten. Ich finde halt diese, ich weiß nicht, was das sein soll, irgendwie so eine Holzoptik, das sieht halt, ich finde, total altbacken aus und wenn man das jetzt auch in so einem cleaneren, helleren Ton hätte, würde das Zimmer, denke ich, zumindest was meinen Geschmack betrifft, nochmal schöner wirken. Aber ist Meckern auf hohem Niveau, ist natürlich trotzdem ein krank geiles Zimmer. Decke ganz nett mit dem Stuck. Bett ist auch geil. Boah, super bequem. Aber ich kann schon mal als kleines Zwischenfazit sagen, wobei das ja auch oft so ist, ich würde keinem empfehlen, hier hinzukommen für dieses Geld. Also ich bin mir sicher, es gibt in Istanbul, auch wenn alles traumhaft ist und dieser Ort ist super und ich bin sehr dankbar, dass ich halt hier ein Video mal eben zaubern kann. Es gibt sicherlich einige Hotels in Istanbul, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis dann doch mehr stimmt. Aber dazu kann ich in ein paar Tagen mehr sagen. Es ist auf jeden Fall auch eine Stadt, wo ich definitiv nochmal hinkommen möchte, um noch mir weitere Hotels anzuschauen, weil hier gibt es so viel. So, genug gebrabbelt, wir gehen noch einmal weiter. Das ist auch interessant. Die werben hier überall mit dem neuen Mandarin Oriental in Bodrum. Die haben da neu eröffnet. Das haben
wir nämlich letztes Jahr gesehen. Wir waren ja bei dieser Pauschalreise da im Rixos Hotel in Bodrum und das Mandarin da hat letztes Jahr, glaube ich, erst eröffnet. Sieht wunderschön aus, aber ist auch wunderschön teuer. Also was da die Nacht kostet, traue ich mich gar nicht zu sagen. Vielleicht finde ich dafür nächstes Jahr mal ein Angebot oder so, wo man dann da mal hin kann. Aber gerade auf jeden Fall nicht. Was haben wir hier? Achso, Non-Smoking. Hier ist eine Steckdose. Genau, hier haben wir noch einen Schreibtisch. Ja, bisschen Equipment von mir liegt hier rum. Kleines Sofa vor dem Bett. Mich würde auch mal interessieren, was sagt ihr zum Zimmer? Schreibt es wie immer gerne in die Kommentare. Und hier haben wir dann jetzt noch die Nachtschränkchen. Da liegt mein Laptop. Hier hast du dann, das finde ich ganz geil gelöst, eine Steckdose in der Schublade und kannst das Kabel dann hier rausziehen. In-Room Dining kann man sogar über WhatsApp bestellen. Schauen wir mal einmal rein. Eine Pizza Margherita kannst du dir für 32 € bestellen oder einen Beef Burger für 38. Ja, das ist ganz geil. Wir freuen uns, Sie zu informieren, dass es jeden Tag direkten Boottransfer zur Altstadt von Istanbul gibt. Die fahren hier um 10 Uhr morgens los und kommen um 16 Uhr dann nachmittags wieder. Man muss allerdings 12 Stunden im Voraus reservieren und das kostet dann 60 € pro Person, was ich dann aber auch ziemlich teuer wieder finde für so einmal irgendwie darüber. Vielleicht eine gute Sache, um mal hier über den Bosporus zu fahren. Da gibt es aber, wenn man zum Beispiel über irgendwelche anderen Apps geht oder einfach mal googelt, wirklich so schöne Sunset Cruises. Da zahlst du dann 25 € pro Person, schipperst dann 2 oder 3 Stunden zum Sonnenuntergang hier über den Fluss mit ein paar Drinks und zahlst halt nur 25 €. Das ist halt auch wieder so ein gutes Beispiel dieser Gegensätze hier. Also Istanbul geht halt einfach von bis und eigentlich ist es keine, wenn man sie jetzt mit anderen europäischen Städten vergleicht, keine mega teure Stadt, ne? Ja gut, dann haben wir es eigentlich. Also ich glaube vom Zimmer alles gesehen zu haben oder jetzt auch gut im Kasten hier. Ich gehe jetzt zum Sport ins Gym, bin mal gespannt, was das so kann. Da sehen wir uns wieder. Auf geht's zum Sport und zwar müssen wir auf B2. Spa, Fitness, Meeting Rooms. Ach so, eine Sauna gibt es natürlich auch. Klar, aber Sauna ist auch draußen heute. Okay, ich bin fleißig am Trainieren. Also gerade wirklich, ich habe ja jetzt auch die letzten Monate kein Video gemacht, habe ich echt eine gute Form. Ich habe voll durchgezogen, auch mit Joggen und so, macht ultra Spaß. Deswegen muss ich jetzt auf jeden Fall heute und morgen hier weitermachen. Richtig geiles Gym, also wirklich riesig. Joggen geht es gleich auch noch oder hier bergauf gehen. Schaut euch mal den Draußenbereich hier an, wunderschön. Hier könnte man immer trainieren. So. Ist sogar auch ein bisschen was los, also ich bin hier längst nicht der Einzige. Ist ja sonst oft der Fall. Hier kannst du dir auch Proteinshake bestellen. 1000 Lira einer. Hier dann Getränke, auch gekühlt. Nehme ich mir mal ein neues mit. Kleine Sitzecke. Und hier haben wir dann den Freihandelbereich. Also ich mache jetzt schnell fertig und dann freue ich mich auf einen schönen Tag noch in Istanbul, weil wir müssen heute auf jeden Fall auch mal ein bisschen mehr von der Stadt sehen. So Leute, erster Abend, beziehungsweise an sich schon sogar der zweite, aber gestern Abend sind wir halt mitten in der Nacht erst angekommen. Heute ist auch das WM-Finale und hier unten die Day Bar wird abends zu einer Shisha-Lounge. Finde ich eigentlich ganz geil. Früher habe ich immer Shisha geraucht, aber schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich glaube, da ist es heute auch richtig voll. Ich habe uns einen Tisch reserviert und mal gucken. Da werden wir jetzt einen schönen Abend verbringen, lecker essen, Fußball schauen, Shisha rauchen. Und schaut mal, die Sonne ist gerade untergegangen. Da bekommt Istanbul dann einen ganz anderen Touch nochmal so, ne? Ja, hier unten geht's jetzt hin. Hier unten links. Also, gehen wir mal runter. Das sieht so krank geil aus hier, also wirklich. Alter. Das ist fast hier sogar mein Lieblingsort vom Hotel, weil hier ist keiner. Und es ist trotzdem schön. Boah, jetzt kommt hier erstmal noch ein Boot an. Also ich glaube, es ist der schönste Ort, beziehungsweise der schönste Ort mit Hotelbezug, an dem ich je war, oder? Also das ist doch so magisch hier. Ich muss nur sagen, ich bin gerade ein bisschen nervös oder ich habe ein bisschen Angst. Und zwar vor dem Shisha-Preis. Ich glaube, das wird so, dass es mir... Manchmal habe ich so Momente, da tut mir das weh. Klar, irgendwo ist es auch manchmal mein Job, aber die gibt's halt. Und das könnte wieder so ein Moment werden, wenn die da irgendwie 120 € aufrufen für so eine dumme Wasserpfeife. So Leute, wir haben jetzt schon Platz genommen. Das ist der Platz für heute Abend. Dort vorne läuft schon Fußball. Ich habe auch tatsächlich, mir wurde hier direkt so eine Shisha-Pfeife aufgequatscht. Das fand ich auch ein bisschen drüber. Also die kamen hier hin, meinten, ja, welche willst du denn? Ich sag, gib mir doch mal 2 Minuten. Nee, kann dich beraten. Jetzt ist es hier die Mandarin geworden. Probieren wir mal. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr geraucht, ne? Also ich
Ich weiß gar nicht, ob ich auf meinem YouTube-Kanal überhaupt schon mal geraucht habe. Schaut mal, Leute. Früher konnte ich mal Ringe. Die kostet 55 Euro. Das fand ich jetzt sogar noch halbwegs im Rahmen. Ich habe mit mehr gerechnet. So, und jetzt bestellen wir gleich hoffentlich was zu essen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es hier wenig türkisches Essen gibt. Also wir haben zwar jetzt auch was Türkisches bestellt, aber es gibt super viel so italienischen Krams, asiatisches. Da oben ist übrigens unser Zimmer. Passend zum Anstoß ist jetzt hier die Messe angekommen. Lahmacun. Was haben wir da noch? Wie heißt das nochmal? Börek? Börek. Pommes. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Pizza war auch echt lecker. Also kulinarisch bis jetzt gut. Aber ist ja auch nicht anders zu erwarten. Da ist Käse drin. Leute, ich muss euch mal ganz kurz hier diese Fleischbällchen zeigen. Unglaublich lecker. Dann haben wir hier Lahmacun. Auch ganz gut. Das kann auf jeden Fall alles was hier. Es hätte jetzt auch sein können, dass ich das Finale in den USA gucken würde. Aber wir waren jetzt so schlecht. Das war wirklich bodenlos dieses Jahr, ne? Aber dafür gucke ich jetzt hier, das ist ja auch nicht verkehrt. Mit leckerem Essen. Jetzt wird sich aber aufs Spiel konzentriert. Und wir sehen uns sicherlich später nochmal wieder. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Und gut geschlafen. Ja, so gut. Schauen wir uns mal draußen einmal das Wetter an. Herrlich. Das Gute ist ja, Frühstück geht hier bis 11 und wir haben tatsächlich bis 11:45 geschlafen. Muss auch mal sein, ne? Dafür hatte ich die Nächte davor nicht so viel Schlaf. Ah, und hier ist ja auch Zeitverschiebung. Also eigentlich ist es jetzt 9 Uhr. Auch zum Frühstück, ich bin gespannt. Das Frühstück ist auf jeden Fall hier im richtigen Restaurant, wo wir heute Abend auch hingehen wollen. Habt ihr das? Ich hoffe mal, es ist nicht zu voll, aber irgendwie sieht das gut aus. Yes, for breakfast? Yes, this is the breakfast area. You can sit wherever you want. Ah, okay. So Leute, schaut mal hier. Ein traumhafter Platz direkt am Wasser. Also die Restaurants sind ja alle hier recht ähnlich aufgebaut. Ich glaube, 3 Stück gibt es ja so quasi. Das ist schon alles traumhaft, ne? Ach. Ist auch nicht viel los heute beim Frühstück. Ist Open Breakfast, das heißt, wir können jetzt gleich reingehen und uns da vom Buffet was holen. Open Buffet, Entschuldigung. Und es gibt aber, glaube ich, auch eine Speisekarte am Platz. Mal abwarten und jetzt erstmal einen Kaffee bestellt. So kann man noch in den Tag starten. So Leute, wir sind jetzt hier drin. Hier gibt es das Buffet. Ich zeig's euch mal. Ein paar Gebäcke. Ja, schon fett, ne? Ich habe jetzt auch wirklich lange kein Luxushotellerie-Frühstück gesehen. Wird mal wieder Zeit. Alter, ja. Mandarin Oriental Logo. Joghurt. Was nimmst du? Bisschen Gemüse. Und hier haben wir, glaube ich, noch türkische Ecke. Hier Getränke im Eisfach. Boah, das ist wirklich schon eine krasse Auswahl hier, muss man sagen. Das Buffet drin, Wahnsinn. Hier natürlich Eierspeisen. Gibt aber auch noch Süßkrams, Waffeln, French Toast, so das Übliche, ne? Matcha Club, Alter, das trinkst du doch so gerne. Ja. Jetzt gibt es hier noch einen Avocado-Toast mit einem Ei drauf. Die esse ich mittlerweile immer well done, fully cooked. Also stand jetzt auf jeden Fall eins der traumhaftesten Frühstücks jemals, oder? Das schmeckt gut. Probieren? Ja. So, hier so ein Weibergetränk, ne? Matcha. Ich habe aber auch jetzt schon mal den einen oder anderen Matcha getrunken. Aber ich bleibe, glaube ich, eher beim Cappuccino. Ich habe mich gestern schon gefragt, was ist das da hinten? Galatasaray-Fanclub oder, also eigentlich, oder Galatasaray-Insel? Sieht ja schon ganz cool aus. Also an die Leute, die sich auskennen, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Was würde passieren, wenn ich da mit einem Fenerbahce-Trikot auftauche auf dieser Insel? Schmeißen die mich dann ins Wasser? Oder auf dieser Insel wohnt Leroy Aziz Sané. Das kann natürlich auch sein. Zusammen mit Nagelsmann. Boah, wie im Himmel. Leute, guck mal, hier gibt es noch Menemen. Das sieht ja super aus. Habe ich noch nie gegessen übrigens. Pancakes auch noch. Ja, probieren wir mal Menemen. Rührei mit so ein bisschen Tomate. Boah. Boah. Alter. Das muss ich mir zu Hause auch mal machen. Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Eigentlich wollten wir heute Abend ja ins Restaurant im Hotel gehen, aber ich habe mir gedacht, ich sehe es irgendwie nicht so ganz mehr ein. Und es ist ja auch mal schön, ein bisschen was von Istanbul zu sehen, weil das Hotel wäre auch wieder ziemlich hochpreisig gewesen und meine $100 Hotelcredit haben wir eh schon weg, deswegen suchen wir uns jetzt hier was Leckeres. Das hier ist ein sehr bekannter Turm, Galata Tower. Ja.
Mir ist gerade eingefallen, ich war ja schon mal hier vor 3 Jahren, da waren wir in einem so geilen Restaurant. Ich fand es zumindest vor 3 Jahren richtig geil. Das ist allerdings auf der anderen Seite vom River jetzt hier wieder, also müssen wir da nochmal hin. Ich möchte halt auch mal was Türkisches essen. Das Restaurant im Hotel wäre nämlich auch asiatisch gewesen, beziehungsweise Sushi und sowas. Naja. Super Laden hier. Boah, also das war eine gute Idee hier hinzukommen. Einfach mal schön jetzt türkisches Essen. Hier haben wir schon so ein riesiges Brot. Und das ist immer noch genauso wie vor 3 Jahren. Boah, heiß. Boah, wie lecker das aussieht. Das Brot riecht einfach so geil. Das riecht so richtig wie das Stockbrot früher. Boah, ich habe mir Adana bestellt, Leute, mit Trommel im Hintergrund. Super lecker. Also das war wirklich das Leckerste, was ich lange Zeit gegessen habe. Hier Garden 1897. Super Restaurant. Check das mal aus. Kann ich empfehlen. So. Wir gehen jetzt noch spazieren und dann ins Bett. Gute Nacht. Wir sind mittlerweile wieder zurück im Hotel angekommen. Letzter Abend heute auch. Haben gleich auch schon 1 Uhr. Draußen ist noch ganz schön was los. Also Istanbul ist wirklich eine sehr stressige Stadt, die anscheinend kaum schläft. Ich werde jetzt noch eine Nacht hier schlafen und morgen sehen wir uns dann nochmal wieder, machen wir eine kleine Bewertung. Sehr viel, was mir gut gefallen hat, aber beim Preislichen, naja, da habe ich vieles nicht so ganz eingesehen. Leute, was geht? Und liebe Grüße vom Istanbul International Airport. Ein schöner Flughafen. Sehr, sehr random, dass dieses Video jetzt so abrupt hier endet. Mir ist aufgefallen, ich habe die Bewertung noch gar nicht im Kasten und ich dachte mir, ey, ich bin gerade auch hier zum ersten Mal in der Turkish Airlines Business Class Lounge. Wirklich super. Gibt echt viele leckere Speisen. Ich will jetzt aber noch nicht zu viel zeigen, dann nehmen wir uns mal irgendwann noch mal richtig Zeit für. Ich glaube, die haben hier aber auch mehrere Lounges und das ist wahrscheinlich gar nicht mal eine der, oder ist das die größte? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall traumhaft hier. Darum geht es aber nicht. Es geht um die Bewertung fürs Mandarin in Istanbul. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht. Was würdest du dem geben? Also ich würde jeder Kategorie mindestens 9, wenn nicht sogar 10 Punkte geben, außer Preis, weil es ein echt arschteuer ist. Und dadurch würde ich auch eine Gesamtpunktzahl von eigentlich sogar 9 Punkten haben. Marie kommt auf 9 Punkte, aber die musste es ja auch nicht bezahlen. Wird es aber auch niemals. Also Nein, ich weiß, es war nur Spaß. Zimmer 10 von 10, wirklich traumhaftes Zimmer. Klar, das ein oder andere Detail hat mir nicht gefallen, aber die Brauntöne, gut. Aber sonst wirklich, was will man denn mehr? So schön da gelegen, mitten in Istanbul, Paradies auf Erden. Also Frühstück fand ich richtig krass, wirklich, so im Nachhinein. Das war schon sehr, sehr lecker. Ich würde sogar fast sagen, ich habe ja mal gesagt, Birkenstock in der Schweiz war so das coolste Frühstück, aber das hat dem auf jeden Fall Konkurrenz gemacht, dieses türkische Frühstück, Menemen und so. Ich habe es geliebt. Birkenstock noch ein halber Punkt besser. Ja, okay. Aber abends das Essen fand ich so okay. Also ich fand es jetzt nicht krass und es war halt auch alles einfach so unfassbar teuer. Oder am Pool war jetzt nichts Besonderes. Aber durchweg gut. Ja, es war alles gut. Service auch super. Gut, wir sind halt mitten in der Nacht angekommen, da war der Service jetzt nicht so gut, aber kannst ja auch nicht erwarten, dass dann da alles auf Zack läuft, wenn man um 4:30 da vor der Tür steht. Abenteuererlebnis auch nicht verkehrt, eine traumhafte Anlage und halt, wie schon oft gesagt, es ist super, super schön da. Man fühlt sich gar nicht wie in einer Großstadt, man fühlt sich echt richtig wie im Urlaub und da mal eben so dieser großen Stadt zu entfliehen und da halt dieses Hotel zu haben, ist schon was ganz Besonderes. Aber da sind sicherlich die Hotels Four Seasons oder dieses Siragan Palace, was so um die Ecke ist, ähnlich. Marie sagt gerade noch einen guten Punkt. Wir wollten ja Boot fahren und die wollten uns eine Tour andrehen für 2 Stunden 900 €. Aber anscheinend gab es doch günstigere Touren, weil wir sind ja dann irgendwann noch Boot gefahren und haben halt einfach Leute auch dort eingesammelt. Das fand ich dann auch ein bisschen gemein. Ich musste mal Kritik äußern. Uns wollen die hier für 900 € so eine Yachtfahrt verkaufen. Aber anscheinend gibt es auch günstigere Alternativen. Jetzt holen wir hier irgendwelche Gäste ab. Ja, und Preis-Leistung. Hotelzimmer schon irgendwo zu teuer. Macht, finde ich, keinen Sinn und steht in keinem Verhältnis. Ähnlich wie im Capella in Bangkok. Und es ist sehr voll und der Platz wird nicht so zu 100% genutzt. Und aber auch das Essen oder alles an Verpflegung, ey, das waren ja Preise, da war ich wirklich schockiert. Also die sind absolut auf einem Level mit Zürich, London, Dubai Hotels teilweise. Und das macht dann keinen Spaß, wenn du für eine Pizza Margherita 33 € bezahlst.
Deswegen musste ich da leider auch was abziehen. Ich komme am Ende auf 8,1 von 10 Punkten. Ja, also diese 8,1 sind sehr repräsentativ, würde ich mal sagen, und machen voll Sinn. Das Ganze aber halt dem Preis geschuldet. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen nach Istanbul. Es ist wirklich eine traumhafte Stadt. Wir haben sehr viel gesehen und kann ich empfehlen. Hotellerie schaue ich mir noch weiter an in Istanbul. Abonniert den Kanal, checkt auf jeden Fall Erolo aus und wir fliegen jetzt nach Hause. Tschüss!